Hallo, hallo, hallo. 1, 2, 3, Oberkörper frei. Wunderbar. Wir können? Dann geht's los. Christian Jungwirth ist ein absoluter Psychopath. Wie zur Hölle schafft er das? Das ist mein Zuhause. Da fühle ich mich wohl im Käfig. Für den Sport bin ich geboren, für den Sport bin ich gemacht. Fighting out of Germany! Christian de Geld Jungwirth! Was hat denn dieser Mann bitte für ein Kämpferherz? Man braucht für den Sport definitiv einen positiven Schaden, weil ein normaler Mensch macht es nicht. Und da ich noch nie ein normaler Mensch war und auch nie ein normaler Mensch werde, ist das genau mein Ding. Er muss hier Druck machen, nach vorne gehen und Velickovic überhaupt keinen Platz zum Atmen lassen. Sonst kann Velickovic eben seine Technik, seine Raffinessen auspacken. Im MMA musst du alles gut können. Du musst ein guter Boxer sein, du musst ein guter Kickboxer sein, du musst ein guter Clincher sein, du musst ein guter Ringer sein, du musst ein guter Bodenkämpfer, Jiu-Jitsu, K sein. Ne? Aber du solltest eine Sache haben, die wir als Superkraft bezeichnen, die dich von allen anderen Athleten unterscheidet, wo du halt einfach besser bist. Und das ist beim Chris ganz klar die Luft, die Cardio. Das ist seine Super-Strength. Da kommt direkt der erste Körpertreffer und der macht Druck von der ersten Sekunde an. Und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie man Bojan Velickovic hier das Wasser abgreifen kann. Jungwirths Herz, Jungwirths Cardio und die Fans sind das große Plus, das er hat. Ich bin kein aggressiver Mensch, aber ich verspüre den Drang zu kämpfen. Ich verspüre den Drang, aus mir rauszugehen, das Biest aus mir rauszulassen. Und hier in diesem Sport ist meine Energie genau am richtigen Platz aufgehoben. Und das fühle ich mit jeder Phase in meinem Körper. Guter Inside-Kick von Velickovic. Oh! Haken und Jungwirth ist angeklingelt. Also wenn man sich jetzt einen Christian Jungwirth-Kampf anschaut, braucht man nicht die technische Meisterleistung zu erwarten. Was man aber auf jeden Fall erwarten kann, ist einfach eine geile Show. Es gibt ordentlich Prügel und am Ende des Tages gehst du nach Hause und hast ein geiles Grinsen im Gesicht und sagst, ey, was ein geiler Typ, Mann. Egal, ob er jetzt gewonnen oder verloren hat, du gehst nach Hause und sagst, geiler Typ, den schaue ich mir nochmal an. Aber Jungwirth sagt, er tappt nicht. Jungwirth ist jemand, er geht lieber schlafen, als dass er tappt oder lässt sich lieber seinen Arm brechen. Diese Blöße will er sich nicht geben. Das ist nun mal die größte Stärke von ihm. Er lässt sich nicht unterkriegen. Egal wie hart er getroffen wird, er steht wieder auf, er marschiert. Und jetzt muss Jungwirth aufpassen, dass die Hand da nicht unter seinem Kinn durchrutscht und der Rear Naked Choke, also der Würger von hinten angesetzt wird. Jungwirth zieht runter. Jetzt wird es schwierig. Aber die Hand ist unter dem Kinn, das heißt, Jungwirth, da kommt kein Blut mehr durch. er beißt sich noch irgendwie durch. Er versucht den nach. Wow! Mein Gedanke ging mir durch den Kopf, steh auf, steh auf. Also meine Trainer haben schon gesagt, ich habe die Augen schon am Boden verdreht gehabt. Ich habe gedacht, so Scheiße, Mann, das kann nicht wahr sein. Das kann doch jetzt bitte nicht wahr sein. Wir haben 2 Monate trainiert, dass jetzt innerhalb von einer Minute der Kampf vorbei ist. Ne? Velickovic zieht weiter zu. Wie zur Hölle schafft er das? Aber Jungwirth muss hier einen Weg rausfinden. Jungwirth versucht aufzustehen. Das gibt es nicht. Eine Maschine! Ach du Scheiße! Wo ich dann aufgestanden bin, war ich dann auch wirklich, da hast du meine Beine gesehen, die schon gezittert haben und viel Luft war dann nicht mehr da. Und der Kopf, der war ja schon fast am explodieren, die Adern fast am Platzen. Normalerweise, wenn dieser Griff sitzt, so nach 4-5 Sekunden, wenn man nicht gerade abklopft, ist man bewusstlos. Velickovic versucht hier den Choke und lässt los. Geisteskrank! Abnormal! Unglaublich! Jungwirth überlebt diesen Rear Naked Choke. Wie ist das möglich? Der war gefühlt 3-mal schon am Schlafen.
War schon intensiv. War schon intens. Alles klar, wie geht's? Ja, alles gut? Ja. Wie spielen wir es? 2-1, kennst ja meinen Tipp. 2-1, wir gewinnen. Auf geht's. 2-1. Guter Mann, Kämpfernatur, ne? Gibt nicht auf, gibt immer Gas. Gute Einstellung. Im Leben hätte ich das nie gedacht. Also ich habe gedacht, gut, der macht das jetzt ein paar Jahre, ist sein Hobby, er liebt den Kampfsport. Ja, du läufst und dann sagen sie, hey, das ist doch der Jungwirth und komm her und mach ein Foto. Christian Jungwirth ist da, selber bekannter VfB-Fan, hat schon dieses Trikot getragen. Jetzt steht er unten und betreibt einen anderen Sport. Da wollen wir drüber sprechen, MMA. Aber ich denke, zunächst kriegt er mal einen Applaus. Das ist ein Mixed Martial Arts Kämpfer mit VfB-Herz und ihr werdet gleich auch erfahren, warum. Ein Applaus für Christian Jungwirth. Euer Applaus hier. An dem Tag wurde ich eingeladen zum Interview. Ja, es war für mich eine sehr große Ehre. Also ich habe ja in der Jugend gespielt beim VfB und das ist so ein Kindheitstraum, wo jetzt in Erfüllung geht. Hat zum Spieler leider nicht geklappt, aber jetzt stehe ich hier unten am Platz und das ist Wahnsinn. Ich bin überwältigt von meinen Gefühlen und Hammer. Bedeutet mir sehr viel. Dankeschön. Wirklich, ich war so happy, ich war so überwältigt von meinen Gefühlen. Ich kam vom Grinsen gar nicht mehr raus. Ich war schon mega stolz, ihn zu sehen, weil da unten stehen halt dann doch so berühmte, bekannte Leute und dann siehst du halt dann deinen Mann dort und das war schon ein richtig schönes Gefühl. Ich habe mich sehr für ihn gefreut. Eigentlich klar, war dein Traum, auch mal da unten drin zu stehen. Aber dieser Traum, das kann halt nicht immer in Erfüllung gehen und deswegen hast du einen anderen Weg eingeschlagen, stimmt's? Verletzungsbedingt musste ich leider meine Fußballkarriere aufhören. Mit 22 war dann Schluss. Dann habe ich kein sportliches Ziel mehr gehabt im Leben. Mit 28 zufällig zum Boxen gestolpert. Dann mit 30 so Just for Fun einen MMA-Kampf gemacht. Und zu meinem dritten Kampf, 2 Monate vorher, habe ich in Kongsgym in Fellbach angefangen, vor der Spätschicht zu trainieren. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, da steckt mehr dahinter. Und ja, habe dann eine Karriere draus gemacht. Ja. Also nur Gott weiß, wie der aus dieser Submission rauskam. Christian hat natürlich gewisse technische Macken. Einfach weil er viel zu spät mit diesem Sport angefangen hat. Wenn du so bedenkst, andere fangen schon von Kindheit auf an. Als Christian mit dem MMA angefangen hat, war Velickovic schon in der UFC und hat dort aktiv gekämpft. Da hat Christian gerade zum ersten Mal die Handschuhe angezogen, da war der andere schon UFC-Fighter. Und alleine die Tatsache, dass die beiden dann aufeinandertreffen und es ein Kampf wirklich so auf Augenhöhe war, ist schon wirklich Wahnsinn. Und das ist eben das Thema. Vielleicht passiert es jetzt, dass da so eine gewisse Verzweiflung aufkommt, weil er eben gar nicht weiß, wie er Jungwirth abfertigen soll, wenn er alle Waffen hier aus seinem Köcher gezeigt hat. Jungwirth holt den Takedown. Jungwirth geht direkt wieder in den Vorwärtsgang und drückt Velickovic an den Cage. Jungwirth mit dem High-Kick. Jungwirth trifft mit dem Kick und Velickovic ist am Wackeln. Und wieder der Trip-Takedown. Jetzt haben wir wieder die Situation aus der ersten Runde. Jungwirth wurde gemountet, dreht Velickovic den Rücken zu und muss jetzt aufpassen, dass er nicht wieder in einem Rear Naked Choke landet. Egal wie dieser Kampf ausgeht, Christian Jungwirth hat schon jetzt die Herzen der Fans und auch den Respekt der MMA-Community verdient für diese Leistung gegen so einen hochklassigen Gegner. Wahnsinn! Einfach brutal. Zweite Runde. Was ist denn Kampfsport am Ende des Tages? Die Auseinandersetzung mit einer anderen Person. Okay? Vielleicht ist es aber auch die Auseinandersetzung mit mir, mit meinen Ängsten, mit meinen Aggressionen, mit meiner Wut, mit meinem Zorn. Ja, mit den ganzen Dingen werde ich doch konfrontiert im Kampf. Der Gegner hält mir doch nur einen Spiegel vor. Der Zorn, die Angst und diese ganzen Dinge. Der löst doch das bei mir aus.
Das sind die Themen, warum Leute sagen, hey, ich bin ein besserer Mensch geworden durch Kampfsport, weil ich mich selber besser verstehe. Ja, der Kampf steht auf Messers Schneide. Schönes Knie, schöner Ellbogen von Velickovic. Aber Jungwirth kommt zurück. Du lernst dich selber kennen, wer bist du wirklich. Du kannst dich nicht hinter einer Maske verstecken, weil irgendwann musst du dich zeigen, irgendwann musst du dich stellen, wer du bist. Und ja, die Realität kann manchmal wehtun. Jungwirth blutet auf der Stirn. Oh, guter Körpertreffer von Jungwirth. Ich weiß, wer ich bin und ich habe mich in diesem Sport gefunden. Ja. Und jetzt hat Jungwirth noch mal die Möglichkeit zu glänzen. Ich glaube, jetzt ist Velickovic schon erschöpft. Da hat Jungwirth das Momentum. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Es gibt keine Grenze bei mir, weil es immer weitergeht. Und der läuft unaufhaltsam nach vorne. Starke Aktion von Jungwirth. Zwingt Velickovic selbst in die Unterlage zu gehen. Wow. Velickovic holt sich die Halfguard zurück. Ganz, ganz wichtige Aktion hier nochmal für den Kent. Und der Ref unterbricht, Wow. um kurz den Cut checken zu lassen. Also als Kämpfer verzweifelst du schon irgendwie ein bisschen. Du haust deinem Gegner die härtesten Treffer, die du auspacken kannst, gegen den Kopf. Er marschiert trotzdem weiter. Du wirkst ihn beinahe bewusstlos. Er steht trotzdem, er schüttelt dich ab, er kämpft weiter. Du haust ihm so eine gegen den Kopf, dass eine zentimeterweite Platzwunde entsteht und das Blut einfach komplett durch den Käfig fließt und er kämpft trotzdem weiter. Du denkst so, hey, was muss ich denn noch machen, damit der Typ dann endlich schlapp macht? Und Jungwirth wieder im Vorwärtsgang, springt mit dem Knie rein. Der Typ ist absolut verrückt. Das dauert offensichtlich noch kurz bis zum offiziellen Urteil. Der Sieger der Herzen trotzdem Christian Jungwirth. Servus Oberhausen. Danke alle, die für mich gekommen sind heute am Abend von Bopfingen, von Stuttgart, hier von Oberhausen oder aus Hamburg habe ich welche gesehen, wo extra wegen mir gekommen sind. Danke euch. Ohne euch Fans würde es den Sport in Deutschland nicht so geben. Ich danke euch alle für den Abend und ja, ich knall mich heute noch weg. Und ja, es gehört dazu. Wer hart trainiert, kann auch hart saufen. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf geht's. One more time, Christian Jungwirth. Man schaut sich diesen Kampf von diesem Verrückten an und er verliert dann diesen Fight, aber kein Mensch ist dann enttäuscht darüber, dass er verloren hat. Ganz im Gegenteil, alle sagen so, hey, was für ein wahnsinniger Kerl. Der ist da so eine Minute stehen geblieben, ohne Sauerstoff und hat es irgendwie noch geschafft, den Kampf fast zu gewinnen. Also der hat sich dadurch, besonders durch solche Leistungen, hat er sich einfach den Support, die Liebe und ja, der Zuschauer einfach verdient. Grüß Weibling. Bild machen. Servus. Ich habe mich daran gewöhnt, sagen wir es mal so. Ich freue mich ja für ihn, dass die Leute ihn so feiern. Ja. Das ist in Ordnung, auf jeden Fall. Das ist Ich habe viel Scheiße gebaut in meinem Leben. Das ist halt ein Teil von meiner Vergangenheit. Nach außen hat man es nicht gesehen, aber innerlich war ich verzweifelt. Dann kamen Partys dazu, Alkohol, Drogen.
Also nur weil er mal abgerutscht ist und eine blöde Zeit gehabt hat, heißt nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Das Wichtige ist, da rauszukommen.